Herzlich willkommen beim Ludes Tarot. Ich heiße Nina und lege euch ein paar Karten aus mit dem klassischen Tarot. Und hoffe, dass es dir gut geht und du eine schöne Zeit hast, das Wetter genießt, sofern es bei dir auch so schön ist wie hier bei uns. Und jetzt mit einem gesunden Abstand schaust, ob irgendeine Botschaft für dich dabei ist. Wir haben schon die 7 der Münzen auf dem Kopf gelandet. Das Warten hat ein Ende, kommt mir in den Sinn. Das Warten hat ein Ende. Das Grübeln hat ein Ende. Was für eine Botschaft soll heute raus? Okay, ein bisschen ist jetzt hier gerade auf meiner Hand die 7 der Kelche geslidet. Ihr wisst, ich hasse diese Karte, wirklich. Ich glaube, sie hat auch positive Seiten, zum Beispiel den Aspekt der vielen Möglichkeiten, aber ich empfinde die immer sehr stark als dieses Illusorische. Also irgendwas gab es hier mit Tagträumen. Nicht die Tagträume der guten Art, vielleicht. Vielleicht hatte ich hier auch etwas zurückgehalten, nämlich das Grübeln um Möglichkeiten, das Denken nur in Potenzialen oder in Dingen, die du machen könntest, aber nicht tust. Oder vielleicht auch Menschen um dich herum, die viel über Pläne sprechen, aber es nicht tun. Also das ist so ein bisschen hier der Vibe. 4 der Schwerter. Auch eine Karte des Abstands. Also hier wird ein Abstand gewählt. Hier ist es auch, also es ist ein bisschen wie, okay. Also ich habe hier so ein bisschen dieses Stagnationsding. Irgendwas hat hier stagniert oder du hast stagniert oder Menschen um dich herum, mit denen du verbunden bist. Und vielleicht hat dich das auch ein bisschen mit festgehalten. Das kann auch manchmal sein. Aber ich hoffe übrigens, dass ein bisschen von dem Vogelgeschrei reinkommt und das mit aufgefangen wird, weil das gerade irgendwie ganz schön klingt. Ich habe das Fenster einmal aufgemacht. Die Welt reinlassen, ja. Also hier gibt es irgendwie sowas von Zurückhaltung. Vielleicht hast du dich zurückgehalten. Und es kann dann passieren, dass man halt, sobald man das merkt und denkt, jetzt wäre es aber an der Zeit, mal nach vorne zu rennen oder weil irgendwelche Kartenlegungen einem sagen, jetzt musst du in die Aktion kommen und jetzt geht es irgendwie los, dass man dann sofort losrennt und dann irgendwas anfängt oder ja, so einen Startschuss empfindet. Aber ich habe den Eindruck, dass du hier was anderes machst, nämlich auch auf diesem Moment von Bemerken, dass du vielleicht ein bisschen an der Leine warst, also emotional, psychisch, was dein Fortkommen betrifft, was dich in der Selbstwahrnehmung betrifft, dass du so ein bisschen gefesselt warst oder kapiert. Das Wort kapiert kommt mir rein. Du hast etwas kapiert. Du hast kapiert, dass du etwas so nicht mehr machen willst, also irgendwie einen richtigen Schritt machen. Das heißt, du rennst nicht sofort los und vielleicht von etwas davon, was sich unter dem Boden befindet, auf dem stagniert wurde. Manchmal heißt das Stagnieren auch, dass da wirklich was ist. Wie bei der 7 der Münzen, das, was dem Menschen zu Füßen liegt, also das, was wirklich ihm vor die Füße rollt. Vielleicht wendet sich dein Blick tatsächlich auch an dieser Stelle nochmal nach innen und bevor du losrennst, schaust du, ob du da nicht noch irgendwie was findest. Sehr klug und weise. Diese beiden möchten raus. Na gut. Dann direkt der Hierophant und die Welt. Ich muss die kurz ein bisschen zensieren. Hier sind sie.
Lehren und Lernen. Das ist der Hierophant. Was sprechen die heute? Ich bin gerade ein bisschen stumm, genau wie hier. Wie der Schwerter. Der Hierophant und die Welt. Es könnte eigentlich offensichtlicher nicht sein, aber ich habe dieses Gefühl von, ich weiß nicht genau, welche Worte heute dazu kommen. Ich bleib mal offen. Du lernst zu lehren. Du lernst dich selbst zu lehren. Oh. Okay, das ist stark. Also es ist, das ist natürlich keine gute Werbung für so einen Kanal, aber es ist ein bisschen wie, ich mach's noch mal kurz richtig rum. Die 7 der Münzen und die 7 der Kelche, beide 7er-Karten. Ich weiß nicht, ob du es mit Nummern hast, aber ich kenne mich damit nicht so gut aus mit Numerologie. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass bestimmte Zahlen so auch was vermittelt, unvermittelt. Wenn dir unvermittelt jetzt was einfällt, dann könnte es zu 7 eine Bewandtnis haben. Das sind beides Karten, in denen auch diese Überforderung mit dabei ist. Also dieses ganz viele Möglichkeiten haben, ständig irgendwie irgendwas anglotzen, ständig irgendwo noch einen Ratschlag suchen, noch einen Impuls suchen, auf das immer hören und dann irgendwie hin und her geworfen zu sein von diesen ganzen Dingen. Genau wie auf dieser 7 der Kelche eben diese Überforderung für mich einfach so ganz stark dargestellt ist. Ich weiß gar nicht, wohin ich als nächstes gucken soll. Ich weiß gar nicht, was ich irgendwie als nächstes wahrnehmen soll. Hier ist so viel zu sehen. Und hier erscheint so viel. Hier erscheint so viel. Und es ist doch bei der 7 der Münzen am Ende des Tages genau die Münze, die am nächsten liegt. Also das Naheliegende ist das, was hier vom Baum gefallen ist. Der Apfel, der vom Baum gefallen ist, den man aufhebt. Aber auch das ist ja hier, die 7 der Münzen ist jetzt auch noch runtergefallen. Das heißt, sie hat sich hier wirklich verabschiedet. Das ist das Interessante. Es ist merkwürdig. Das Warten hört auf. Das Warten, dass eine für dich relevante Nachricht kommt von irgendwoher, aus so einem Kelch oder aus so einer Kartenlegung oder sowas, sondern du bist hier gerade in einem Moment, wo wirklich so ein ganz interessanter Punkt ist, weil du es ruhig werden lässt. Du wirst es um dich herum ruhig werden. Du lässt, Alter, Grammatik. Es wird ruhig um dich herum. Du traust dir zu, Langeweile zu erleben. Du traust dir zu, eine Offenheit zu sein, also einen offenen Raum zu bilden, in dem du etwas finden kannst. Das ist ganz schön badass, auch zu sagen, ich nehme jetzt mal für einen Moment keinen Ratschlag entgegen. Das ist tatsächlich ziemliche Offenheit. Also gerade dann, wenn wir nicht genau wissen, wo wir als nächstes hingehen oder was wir mit einer bestimmten Entscheidung machen sollen oder mit uns machen sollen, mit unserem Leben machen sollen, da kann es extrem interessant sein, auch zu sagen, okay, ich höre jetzt mal auf, dieses ganze Geplärre zuzulassen und mich von den Anregungen anderer die ganze Zeit beeinflussen zu lassen oder von den Gedanken, die man daraus formt und mit denen man sich dann die ganze Zeit selber im Kopf hin und her schleudert, sondern wirklich dieses mal für einen Moment Ruhe. Ihr haltet, also jetzt nicht ihr als Zuschauer, sondern dieses, du könntest sowas sagen wie, haltet jetzt mal für einen Moment alle die Klappe. Und es sollte dann auch nicht mal darum gehen, dass dir dann sofort der geile Einfall kommt und dass du dann sofort eine Lösung hast. Aber alleine dieses
Dieser Kontrast. Also von alles ist so cool, so viele Möglichkeiten, so viele Optionen, so viele Optionen. Warum habe ich das so komisch gesagt? Ich weiß es nicht. Sollte wahrscheinlich die Verwirrung zeigen. Moment mal. Ihr haltet jetzt mal alle die Klappe. Also wie gesagt, nicht ihr, sondern im Kopf sagt man das zu allem, was einen die ganze Zeit zu irgendwas hindrängen will. Und das ist manchmal das Krasseste, was man machen kann. Das kann manchmal genau das sein, was diese Autorität ausmacht. Die Autorität gegenüber diesem ganzen Stimmengewirr, das wir im Kopf haben. Mach das doch mal so. Wolltest du nicht das und das noch machen? Nein, du musst dran denken, was da irgendwie dieser Coach gesagt hat oder was diese Kartlegerin gesagt hat oder wer auch immer. Oder was die Mutter gesagt hat. Oder der Vater oder irgendwelche Leute im Freundeskreis oder ein alter Partner oder Partnerin. Wer auch immer, was auch immer. Und hörst du, wie keine Vögel zu hören sind? Obwohl jetzt eigentlich die perfekte Zeit ist. Für deren Balz und für deren Gezwitscher ist gerade nichts da. Also ein bisschen, aber wahrscheinlich hörst du das nicht. Das ist schon erstaunlich, dass das jetzt plötzlich hier so stumm geworden ist. Der Hierophant ist jetzt auch hier, also er scheint mir jetzt hier auch ein bisschen wie, also es ist nicht nur dieses Lehren-Lernen-Ding, sondern es hat auch was Offizielles. Irgendwas wird hier offiziell. Du entscheidest dich selbst. Ich glaube, das ist der Punkt. Du entscheidest dich wirklich selbst. 3 der Kelche. Dankbarkeit. Du zelebrierst dich, indem du dich selbst respektierst. Ja. Abgefahren. Wir haben wirklich starke Kontraste heute. 7 der Stäbe. Hier haben wir wirklich auch nochmal ganz gut verbildlicht diese Stimmen, also diese verschiedenen Dinge, die dich angehen. Dieses, mach das doch mal so und ja, all dieses, was du vielleicht irgendwie ein bisschen pariert oder abgewehrt hast oder abwehrst. Du stellst dich hier auf diese Erhöhung, auf diese Position, die sagt nein, 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 nein. Dann kommt immer so, nein. Weißt du, immer dieses, auch gar nicht dagegen kämpfen, sondern einfach nur nein, 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 nein und so weiter. Und die Welt, es ist wie eine völlig neue Herangehensweise an etwas, was uns alle ständig zirkulieren lässt auf der gleichen Ebene, nämlich diese Selbstgängelung, diese Gängelung, die man abspult. Du erkennst, dass es nur eine Platte ist. Es ist nur eine Schallplatte, die einfach noch im Hintergrund läuft. Es kommt so unscheinbar daher, aber es ist ganz schön krass. Weil das eine richtige Emanzipation ist. Hier hat sich eine umgedreht. Die 8 der Münzen. Die Konzentration auf das, was konkret ist. Es hat ja auch ein bisschen was von diesem Achtsamkeitsding, also dass du wirklich die Sachen anfasst, also dieses Taktile. Geh mit den Dingen um, die du tust. Wenn du zum Beispiel Fenster putzt, habe ich gerade geguckt, habe ich gedacht, könnte ich auch mal wieder machen. Wirklich Fenster zu putzen. Und auch da, also das ist das Interessante, es geht jetzt gar nicht so sehr um dieses spirituelle Ding oder dieses Achtsamkeitsding, sondern dieses, kannst du während du etwas tust, etwas Einfaches vielleicht tatsächlich, sowas wie Fenster putzen, wobei man kann auch schöne Streifen an die Fenster putzen. Das ist also schon auch eine Kunst, aber du weißt, was ich meine. Also es geht um was Anfassbares, etwas, vielleicht im Haushalt tatsächlich. Oder etwas, was du öfter machst. Und das ist vielleicht Fenster putzen, vermutlich öfter als ich.
Das sagt man immer, ne? Das sagen immer alle, dass man die Fenster putzt. Also, dass man die Fenster putzt. Warum betone ich das denn jetzt so sehr? So schlimm sehen die gar nicht aus. Es ist nicht nur kokett. Na, klar, okay. Das Naheliegendste hatten wir ja schon eben hier. Ähm, Es ist die klare Sicht. Du hast klare Sicht auf das, was du tust. Oder du hast die Möglichkeit, dass dir etwas einfällt, wenn du gerade nicht meditierst oder gerade nicht irgendwie nach Ideen suchst, sondern du machst was Einfaches und dir fällt gar nicht ein oder du hast gar nicht irgendwie vor, das auf eine besondere Art und Weise zu machen. Aber zumindest schaffst du es, diese ganzen Dinge abzuwehren und dich wirklich auf das, was du tust, zu konzentrieren. Es ist wirklich egal, ob es Fensterputzen oder ob es was anderes ist. Es geht einfach nur darum, dass du etwas machst. Und das ist ein Moment, in dem nun ja, in dem plötzlich dich etwas erfasst. Und ich werde nicht sagen, was das ist, weil es überhaupt nicht darum geht, dass du darauf hinarbeitest, sondern durch das Arbeiten mit etwas, durch das irgendwas machen, versunken in dich, versunken in der Tätigkeit, geschieht etwas. Und ich halte tatsächlich, also das mache ich manchmal öfter bei dieser Karte, glaube ich, aber ich finde es auch gar nicht so schlecht. Es ist wie, ja, die Sonne. Es geht darum, was du damit verbindest. Du brauchst meine Assoziation dazu nicht. Okay, hier stoppe ich. Hier soll ich stoppen. Und wünsche dir alles Gute dabei. Tschüss.